Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier eine absolute Weltneuheit, denn wir haben bei Flex einen Lichtring und das ändert alles. Aber wirklich, es ändert wirklich das komplette Spiel und das haben wir ganz neu jetzt hier unten angebaut. Das schauen wir uns heute auch mal an. Denn es geht um Langhaltschleifer, wie unschwer zu erkennen. Und wir schauen uns heute mal wirklich absolute Top-Produkte an. Die kosten auch ein paar Euro, die können aber auch eine ganze Menge. Sie können zum Beispiel perfekt absaugen, können perfekt zum Beispiel deine Decke schleifen und vor allem, Sie können das auch mit fast gar keiner Staubentwicklung. Das schauen wir uns heute mal an und das testen wir. Heute geht es also um Langhaltschleifer und in dem Sinne vor allem auch um das ganze Set. Weil ein Langhaltschleifer ohne Sauger macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen haben wir sowohl bei Flex als auch bei Festool hier jeweils das Komplettset da. Wozu brauchst du eigentlich einen Langhaltschleifer? Zentral natürlich würden immer alle daran denken, an die Decke. Das heißt, ich möchte große Flächen schleifen. Zentral wird man wahrscheinlich sagen Gipskarton. Ja? Das heißt, an der Decke haben wir den Gipskarton gespachtelt. Wir wollen das schön ordentlich schleifen. Dafür nehmen wir einen Langhaltschleifer. Aber natürlich nimmst du auch einen Langhaltschleifer für die Wand. Das heißt, gerade auch an der Wand macht das total Sinn, mit so etwas zu arbeiten und die Wand schön zu schleifen und zu egalisieren, je nachdem, welche Qualitätsstufe du dementsprechend auch an der Wand haben möchtest. Das ist die Aufgabe von denen und dabei sind natürlich einige Dinge wichtig. Wie ist das Handling? Wie ist das Gewicht? Wie ist das die Absaugung? Und vor allem, wie gut sehe ich denn, was ich denn eigentlich da schleife? Deswegen heute auch 2 Geräte mit Lichtring. Und vor allem natürlich, wie gut ist die Abtragsleistung? Aber erstmal ist die Frage, welche Geräte haben wir eigentlich? Wir haben den Festool LHS2 225 EQI plus Planex. Und wir haben die Flex GE6XEC. So, jetzt kommt aber der Ernst des Lebens. Wir müssen über den Preis sprechen. Wichtig ist, wir reden hier über einen Setpreis. Und zwar ist das schon amtlich. Bei Festool haben wir einen Setpreis, das heißt also der Sauger und das Gerät selber von 2.100 €, so circa. Die Preise schwanken natürlich immer so ein bisschen und 2.100 € ist schon echt viel. Bei Flex ist es so, dass wir von 1.450 € so etwa sprechen. Da bekommst du hier auch das Gerät, den Sauger, dann schon den Lichtring, den es als Zubehörteil gibt und so weiter und so fort. Das ist schon amtliche Preise und wirklich, wirklich krass. Aber wir haben ja auch einen riesigen Preisunterschied von über 500 €. Wir müssen uns anschauen, ist das gerechtfertigt oder nicht? Und weil ich ja gesagt habe, wir haben hier eine Weltpremiere bzw. eine absolute Premiere, Flex mit Lichtring. Wichtig ist nochmal, du kannst das Set nicht so kaufen, also Stand heute, wo wir das Video drehen, schon mit Lichtring mit dabei. Ich habe hier einfach die Preise addiert. Dann ist es so, dass du das Gerät mit Saugerstrom im Set kaufen kannst, aber den Lichtring, den wir hier drauf haben, den musst du extra zukaufen. Das ist hier so ein Teil, kostet ein paar Euro, tust du hier drauf und dann, am besten gucken wir uns das Gerät einfach an. Schauen wir uns also das Gerät hier mal an. Eine Sache fällt übrigens am Anfang schon auf, wir haben hier Carbon. Ergo, wir haben quasi einen Sportwagen oder Formel-1-Auto gefühlt hier vor uns. Aber da gehen wir gleich erstmal drauf ein. Ich möchte mal auf eine Sache eingehen, nämlich den Namen von diesem Gerät. Wir haben hier eine Giraffe. Das Interessante ist, dass zu dieser Art, zu den Langhaltschleifern, ja ganz viele Leute sagen, gib mal die Giraffe. Und das ist irgendein Gerät, das ist nicht unbedingt Flex. Das heißt, Flex hat es wirklich geschafft, Flex zu etablieren als den Flex und Giraffe auch noch zu etablieren. Finde ich ja mega, oder? Wusstet ihr das eigentlich, dass das hier die Original-Giraffe ist? Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, schauen wir uns das Gerät aber mal an. Wir haben hier Carbon und gerade Carbon ist ja dafür bekannt, dass es entsprechend leicht ist. Das Gerät selber ist so gemacht, dass es auch wirklich sehr leicht gebaut ist. Möglichst wenig Material, möglichst viel gespart am Material. Das heißt nicht, dass es schlecht ist oder dass es nicht stabil ist, sondern sie haben wirklich versucht, ein relativ filigranes, stabiles, hochwertiges Gerät zu bauen, was aber viel Material einspart, damit es schön leicht handelbar ist. Ja? Dass wir dementsprechend hier das gut greifen können. Wie gut das Ganze funktioniert, da kommen wir gleich dazu und wir machen ja auch noch einen Test. So, wenn wir das Gerät jetzt vor uns haben, eines der wichtigsten Dinge ist natürlich hier der Kopf. Beim Kopf ist es so, dass wir hier einen extrem flexiblen Kopf haben. Also wir können ihn wirklich hier ganz, ganz leicht, also ich mache es mal für euch so, ich habe den jetzt hier, ja, also der hält vor allem, das Gute ist, er hält hier, ja, hier hält er aber auch. Das heißt, in alle Richtungen ist er super, super flexibel einsetzbar. Das ist schon echt genial und das macht auch so richtig Spaß. Da wir hier gerade sind, lasst uns über das Thema Lichtring sprechen. Der ist ja hier extra drauf geklipst und rangeschraubt und hier ist der Ring entsprechend, den ich hier erstmal einschalten kann. Ich mache hier Klick, dann ist er an.
Für euch müsste er jetzt gerade richtig hell sein, ja? Aber er ist ja dafür gedacht, um nach unten, also an die Wand, so wegzustrahlen. Ja? Dann können wir nochmal draufklicken. Jetzt wird es richtig hell. Also jetzt ist, glaube ich, für euch schon fast unangenehm hell. Und wenn wir das jetzt hier mal so fahren, seht ihr hier, ich habe einen schönen Lichtring. Wozu ist das denn eigentlich da? Da müssen wir kurz drüber sprechen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist die Decke halt hell. Nee, überhaupt nicht. Der Lichtring hat eine zentrale Funktion. Er ist dafür da, um einen Schlagschatten zu werfen. Das, was du normalerweise gar nicht willst, soll der ja explizit machen. Ergo, du spachtelst an der Decke, dann wirst du manchmal auch so Riefen und Kanten drin haben, was auch immer. Dann schleifst du es und wenn du dann kein Schlaglicht hast, dann weißt du nicht, ob du wirklich homogen das ausgeschliffen hast. Dann ganz häufig denkst du, ja, sieht gut aus. Dann machst du Folgendes, im schlimmsten Fall streichst du es, bist du fertig, kommt eine Deckenlampe ran und dann siehst du auf einmal, oh Mist, überall noch Kanten und Ecken. Das willst du nicht. Und hier siehst du es eben sofort beim Schleifen. Dafür ist so ein Lichtring da. Wenn wir uns den jetzt weiter anschauen, ist es so, wir können jetzt hier ranbauen, in 2 Stärken einstellen, wunderbar. Was wir hier auch sehen, wir haben hier an der Stelle eine Batterieanzeige, ja, wir sehen beziehungsweise eine Akkuanzeige. Wie voll ist er denn gerade? Denn wir haben hier keine externe Stromversorgung. Das heißt, über den Motor oder über die Stange kommt hier kein Strom. Dafür dann hier drin, ja, sehen wir hier an der Stelle, da ist der Akku drin. Den können wir rausnehmen. Und den können wir vor allem auch und müssen ihn auch separat laden. Das heißt, ich nehme ihn jetzt hier raus, dann haben wir hier unseren Akku, ja, da kommt der Strom her. Und um den zu laden, dafür haben wir hier, wo ist er? Da, an der Stelle einen USB-Ladeport. Das heißt, wir können direkt hier zack rein und den dann hier laden. Wenn er voll ist, dann einfach wieder einsetzen, zack, zack. Wir sehen aber eine Sache, die einem so im ersten Moment logisch gar nicht einfällt, aber dann doch zum Tragen kommt, nämlich wir haben ja hier den Akku, können hier rausnehmen, das heißt hier ist kein Licht. Ergo, wir haben hier den Lichtring, der ist aber hier unterbrochen. Wenn du jetzt hier entsprechend schleifst, dann hast du vor dir hier kein Licht. Ja, das sollte dir bewusst sein. Ergo, du musst dann auch mal ein bisschen drehen, wenn du bestimmte Stellen ausleuchten möchtest. Ob das wirklich ein Problem ist, wird der Test nachher zeigen. So, wenn wir hier mal weiterschauen, haben wir hier ein Rohr in der Mitte. Das ist fest und starr. Wir können das nicht auseinanderbauen, nicht verlängern, gar nichts mitmachen. Dann haben wir, jetzt gucken wir mal weiter. Das ist ja verkehrt rum jetzt hier gerade auch, aber es ist eine gute Sache. Jetzt können wir den Schlauch nehmen und den hier anstecken. Wir haben so einen Klickanschluss, ja, den wir hier einfach einsetzen können. Und zwar einmal hier, zack, rechts und links. So, geht an und ist jetzt auch nicht mehr zu lösen. Ja. Die Stärke der Saugleistung können wir hier ein bisschen einstellen an der Stelle, indem wir so Nebenluft ziehen lassen. Ein bisschen Nebenluft an und Nebenluft aus. Ja, das funktioniert entsprechend so. Wir können aber natürlich auch am Sauger das ein bisschen regeln. So, ich nehme es jetzt mal ab, damit es einfach ist zu zeigen. Dann drehen wir das Ganze mal. So, von der Seite seht ihr auch nicht sonderlich viel, denn die Bedienung ist hier von oben. Hier haben wir plus, minus, ja, können wir hier die entsprechende Stufe einstellen von 1 bis 6, ergo die Geschwindigkeit. Was wir auch noch machen können, ist natürlich einschalten. Ja, das müssen wir auch. Das heißt, wir können hier einmal drücken, müssen dann das hier festdrücken und dann ist es so, also feststellen, dass wir hier in Dauerbetrieb sind. Also erstmal einschalten, dann kommt die Hand hinten dran und dann können wir hier entsprechend losschleifen. Ja, so sieht es aus. Und das ist das Gerät. Was wir, wie gesagt, nicht machen können, wir können es hier nicht verlängern, aber wir können hier hinten eine Verlängerung anbringen an der Seite und können dann das Ganze hier nochmal ein Stückchen verlängern und dann hier damit schleifen, dass wenn die Decke ein bisschen höher ist, wir noch rankommen. Noch ein Hinweis, zum Set gehört genau das hier, eine Tasche. Damit kannst du ihn perfekt transportieren, denn du kannst ja nicht zerlegen, hat schon eine amtliche Größe, aber mit Tragegriff und so, ja, das passt glaube ich schon. Kommen wir zu Festool. Anderes Gerät, komplett anderes Konzept. Kostet ja auch um einiges mehr, aber der Lichtring ist hier gleich integriert. Den müssen wir nicht extra ranbauen, sondern der ist einfach mit dabei. Aber zu dem kommen wir gleich. Nee, eigentlich nicht. Lass uns doch ruhig oben anfangen, aber dazu müssen wir auch wieder unten anfangen. Ah, verrückt. Erst einmal, bei Flex war es ja so, dass das Kabel fest verbunden ist. Wir haben hier Festool. Was kennen wir von Festool? Das Kabel, was wir entsprechend entfernen können. Deswegen machen wir jetzt auch das entfernte Kabel einfach mal ran und schauen mal, wie gut das Licht hier aussieht. So, also Stecker ran. So, dann rein in die Steckdose und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, und jetzt gehen wir hier, haben wir nämlich den Schalter für das Licht und schalten das Licht an und zack, Licht ist an.
Ja, an, aus. Wir haben hier nur eine Stufe und die ist aber auch amtlich hell. Was wir übrigens hier gleich sehen, ist Folgendes. Wir sehen hier überall Licht, 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 Licht. Das heißt, ja, wir haben hier keine Unterbrechung. Wir haben hier eine Stelle, die ein bisschen dunkler ist, vielleicht durch irgendwas. Ja, warum auch immer. Ja, hier an der Stelle. Aber ich glaube, das tut der Sache nicht so ab. Wie sagt man das? Tut nichts zur Sache. Vielleicht ein kleiner Hinweis: Das Gerät quietscht. Ja, das ist schon ordentlich im Einsatz gewesen. Wir haben hier kein neues Gerät. Das war schon ordentlich an der Decke und auch an der Wand. Würde mich jetzt nicht stören. Finde ich nur interessant, dass es quietscht. So, schauen wir uns jetzt mal das von vorne an. Wir haben hier einen Lichtring, der übrigens bei beiden Geräten natürlich hier nach unten, in dem Fall jetzt hier nach unten gerichtet ist, oben natürlich so schräg an die Decke. Was wir hier auch noch haben, ist hier, wir können die Stärke der Ansaugkraft einstellen. Das heißt, dieses Gerät saugt sich ja an der Decke ran, um entsprechend Gewicht wegzunehmen von dir. Das heißt, wenn wir hier das oben an der Decke festsaugen, dann musst du unten weniger halten. Dafür ist das da. Und wie stark und wie wenig stark sich das ansaugen soll, kannst du hier über den Regler einfach einstellen. Ja? Ich vermute mal, dass hier einfach Nebenluft angezogen wird und dann ist entsprechend auch schon gut. So, hier rein, raus. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Ich stelle es auch mal oben hin. Was wir hier sehen, ist genau, dass es sich hierhin neigt. Wenn wir zur anderen Seite gehen, dann geht es immer wieder zurück. So und zurück. Was wir hier auch sehen, ist rechts, links haben wir also sehr flexibel, aber in diese Richtung hier weniger. Ja. Das hat viel mit dem Handling nachher zu tun. Da kommen wir auch noch im Test dazu, aber habt das hier bitte mal im Hinterkopf. Ja. Weil das hier bedeutet schon viel auch fürs Handling. So. Jetzt wird es aber spannend, denn wir gucken jetzt mal weiter. Wir haben hier Nummer 1 und Nummer 2, zwei Verriegelungen und 2 Schlösser. Und damit können wir Folgendes machen. Wir können erstmal hier das öffnen. Wichtig ist, müssen noch einen kleinen Tick nach, hier so eine ganz kleine Sicherung. Also wirklich ganz öffnen und dann können wir es einfach aufmachen. Zack. Und dann haben wir es hier wirklich getrennt. Dann können wir auch noch Folgendes machen. Wir können das hier auch noch rausnehmen und dann haben wir das auch noch getrennt. In dieser Konfiguration können wir jetzt Folgendes machen. Wir haben hier einen großen Koffer und können alles hier in diesem Koffer verstauen. Das ist ein Riesenvorteil, weil es ist kleiner. Auf die Art und Weise haben wir eben das Ganze erstmal in einem Systener und auch noch in einem sehr kleinen Format. Finde ich sehr cool, weil ein Systener kann man auch relativ leicht auch nochmal säubern, wenn da viel Staub drin ist. Also zum Thema Staub kommen wir nachher nochmal. Ja? Also das ist eine coole Sache. So. Jetzt können wir aber gleich 2 andere Dinge tun. Nummer 1, wir haben hier so ein Zwischenstück. Wir können ein zweites Zwischenstück dazu kaufen und das Ganze nochmal verlängern, sodass wir es hier nicht so lang haben, sondern entsprechend nochmal so lang und das schon amtlich lang. Ich stelle mir die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich 3 oder 4 dieser Stücke dazwischen tue? Ist das logisch, technisch noch möglich? Wahrscheinlich schon, ja. Was wir aber auch machen können, wir können das Stück einfach weglassen. Und können jetzt Folgendes machen, wir können den hier jetzt einfach hier ranstecken, so, und sichern und können jetzt damit schleifen. Das ist für die Decke vielleicht schwierig, aber für die Wand sehr genial. Wenn du so direkt an der Wand arbeitest und nicht so weit hoch musst, aber selbst dann geht es immer noch, wir kommen ja schon relativ weit hoch, aber wenn du hier so an der Wand arbeiten möchtest, kannst du hier schön entspannt arbeiten, kommst hier schön runter. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, macht richtig Spaß, auch in der kürzeren Konfiguration zu arbeiten. Also habt das mal im Kopf, dass das hier etwas ist, was auch noch möglich ist. Ich lasse mal erstmal für die Handlichkeit hier auf dem Tisch so. So, was wir noch machen können, wir haben hier die Connectivity-Taste. Du kannst das Ganze ja mit deinem Handy verbinden, kannst dann auch den Lichtring nochmal einstellen. Das ist eigentlich auch schon die wesentliche Funktion, wo ich jetzt sagen würde, das müsste ich euch jetzt mitgeben. Hier hinten haben wir jetzt an, aus, ist super vom Handling. Wir können einfach hier das nehmen, an, aus. Finde ich cool. Ja? An, aus ist eine Kleinigkeit, aber das finde ich ganz schön. Wir haben hier keinen Drehknopf wie beim anderen, sondern, nein, wir haben hier einen Drehknopf, sondern wir können ganz normal analog hier schneller und langsamer stellen, wo wir beim anderen so Touchfelder hatten. Ich glaube, das ist eine Geschmackssache und auch nicht wirklich relevant. Wir schauen uns jetzt noch eine Sache an, und zwar den Anschluss für den Schlauch. Der sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus hier, wirklich untypisch, aber hier ist es so, den setzt du hier an, dann wird der aufgesteckt und der soll ja auch richtig gut halten, kommt die Spange hier nach unten und dann geht hier auch nichts mehr ab. Ja? Das ist ja auch echt wichtig, dass hier der Schlauch wirklich gut hält.
Jetzt haben wir uns die Geräte erstmal grundsätzlich angeschaut und wir sehen, es gibt relativ verschiedene Konzepte, gerade was das Handling betrifft. Aber da kommen wir gleich ja, wie gesagt, dazu. Wir testen ja vor allem auch das Thema Absaugung und das wird euch, glaube ich, komplett aus dem Leben schallern. Aber ich habe hier noch ein paar technische Daten, die müssen wir uns auch anschauen. Und zwar Thema Handling. Wir haben sehr unterschiedliche Gewichte, auch wenn man denkt, so unterschiedlich ist es gar nicht. Doch, man merkt das ganz schön. Bei dem Gerät hier ist es so, dass wir ein Gewicht haben von 3,7 Kilo. Hier haben wir 5,2 Kilo. Jeweils das Gerät natürlich ohne Sauger, auch ohne Schlauch, aber mit Kabel. Ja? Und da sehen wir deutlich über 1 Kilo Gewichtsunterschied, um genau zu sein, 1,5 Kilo. Und 1,5 Kilo merkt man. Dann haben wir hier eine Kabellänge. Die Originalkabellänge bei Flex sind 5 Meter, bei Festool sind nur 4 Meter. Wenn das für euch relevant ist, ja, also natürlich kann man es verlängern, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Folgendes, und zwar der Schleifteller ist leicht unterschiedlich groß. Wo wir hier 220 mm haben, haben wir hier 225 mm. Ist eine Kleinigkeit, aber es ist auf jeden Fall da. Dann haben wir eine Leerlaufdrehzahl bei beiden von 8500 Umdrehungen. Da unterscheiden sie sich eigentlich kaum. Bei Flex ist die Grundgeschwindigkeit, die langsamste Geschwindigkeit ein bisschen höher mit 5600 hier zu 5000. Sehr, sehr relevant finde ich aber Folgendes, und zwar den Hub, den Schleifhub. Und der ist bei beiden 4 mm, sodass man eigentlich erwarten könnte, sie schleifen gleich schnell. Aber das ist doch jetzt das Stichwort. Lasst uns einfach mal das Ganze ausprobieren. Ihr habt gesehen, wir haben wunderschön getestet und haben auch echt krasse Ergebnisse. Nochmal ganz wichtig, jemand, der das Hunderte von Stunden in der Hand hat, wird nochmal ein viel ausdifferenzierteres Ergebnis haben oder vielleicht auch noch einen Blick drauf haben. Aber erstmal, was waren unsere Eindrücke? Ich fange mal hier bei Festool an. Und da wirst du gleich sehen, der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist riesig. Erst einmal merken wir eine Sache, und zwar, der Kopf ist deutlich weniger flexibel. Wenn du den ansetzt, wenn zum Beispiel du gehst jetzt so hoch, der steht immer so. Du kannst auch nicht sagen, ja, wir stellen ihn jetzt mal hin, sondern du musst ihn immer so, quasi so, ich kann es dir hier mal zeigen, du setzt ihn immer so erstmal an. Wo du bei Flex das eben anders machen kannst, da kannst du etwas diffiziler, etwas schöner an die Decke rangehen. So, ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber man sollte im Kopf haben, der ist etwas weniger flexibel einfach. So, du setzt das Ganze an, funktioniert und dann siehst du einen riesen Unterschied zum anderen Gerät. Denn das Gerät unterstützt dich massiv, wenn es erstmal an der Decke dran ist. Du kannst es teilweise sogar schon fast zu sehr ansaugen lassen, musst es wirklich für dich einstellen, wo ist es denn, und dann unterstützt er schon ordentlich. Du kriegst es sogar hin, dass er sich so festsaugt, dass das Gerät oben hängen bleibt und es loslassen kannst. Das war ein komisches Gefühl, man sollte schon die Hand runterhalten, aber so stark kann er an der Decke wirklich saugen und das ist schon krass. Wir haben es dann danach ein bisschen runtergestellt, dass es unterstützt, das heißt also, dass wir nicht mehr 5 Kilo an der Decke hängen haben, sondern etwas weniger, also deutlich weniger, und konnten dann wunderschön schleifen. Der Lichtring hat super unterstützt. Wir haben die Ecken und Kanten wirklich absolut perfekt gesehen. Das war toll. Was noch toll war, war der Fortschritt. Es war super schnell. Wir haben übrigens hier 180er Schleifpapier, was mitgeliefert wurde, mit dabei. Hier auch 180er Schleifpapier. Der Fortschritt war super. Wir konnten das wunderbar schleifen und hat echt gut funktioniert. Was wir aber gesehen haben, war das, was wir nicht gesehen haben, denn wir haben keinen Schleifstaub gesehen. Es war annähernd kein Schleifstaub da. Wir haben das Ganze ausprobiert, gemacht, getan. Wir haben ja aber dabei natürlich den Sauger, auch einen wirklich sehr guten Sauger, der hier einen echt guten Job gemacht hat. Aber es ist ja wirklich eine tolle Sache, wenn du eben schleifst und es ist kein Schleifstaub da. Hatten wir hier annähernd gar nicht. Also das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Und das unterscheidet ja auch beide Geräte sehr stark zu den Konkurrenten und zu viel günstigeren Modellen, weil da hast du schon eher deutlich mehr Schleifstaub, der in der Luft, in der Seite rausgeht und in der Luft geblieben ist. Was übrigens interessant ist, wenn man sich das Gerät an sich mal anguckt, hier sind ja keine Borsten, kein gar nichts. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt irgendwie versucht, hermetisch abzuriegeln, sondern das macht er einfach so im Vorbeigehen. Wir saugen jetzt mal.
und da kommt kein Dreck raus. Das ist, also dieses Unaufgeregte, das finde ich schon echt toll, was wir hier gerade beim Thema Absaugung haben. Was wir auch ausprobiert haben, ist Folgendes. Wir haben hier mal so ein Tuch, ja, extra ein schwarzes Tuch, wo wir gesagt haben, okay, legen wir auf den Boden und schauen wir mal, ob da was runterrieselt. Ja? Das hat er nicht gemacht, haben beide übrigens nicht gemacht. Was wir dann aber gemacht haben, ist, dass wir hier das Gerät hier mal abgeklopft haben da drauf, um überhaupt irgendwas ob irgendwas rauskommt. Da sehen wir jetzt Folgendes. Ja, ich mache es mal direkt hier vor. Ihr seht hier so ein paar weiße Punkte und das war's. Das ist annähernd nichts, was dann hier wirklich rausgekommen ist. Also fast gar nichts. Fand ich echt gut. Es ist ein bisschen was rausgekommen, aber wir reden jetzt davon, dass wir hier die Decke geschliffen haben. Da kam ordentlich was runter, also ab, und dann ist auch nichts rausgerieselt, sondern wir haben jetzt nochmal da abgeklopft und dann kam das dabei rum. Okay, soweit, so gut jetzt an dem Thema. Ich möchte euch noch ganz kurz was zum Sauger erzählen, bevor wir zum nächsten Gerät kommen. Nämlich hier gibt es eine Funktion, die ich wirklich genial finde. Und zwar, du kannst das Gerät daran absetzen. Erst einmal Nummer 1, du kannst es hier einfach einhaken und dann steht es hier. Finde ich genial. Also du kannst dich hier einfach hier hinstellen, wenn du so möchtest, und dann passt das. Was du auch machen kannst, ist, du kannst es hier einfach reinlegen. Ja, ich finde es so ein bisschen kopflastig, sondern machst du so, liegt er da, fertig. Und jetzt kannst du den auch nehmen, ja, kannst umdrehen, kannst jetzt hier das Schleifpad hier abmachen. Wenn es unten auf dem Boden wäre, dann hast du es nicht irgendwo rumfummeln, sondern dann kannst du hier nehmen, ab, ran, fertig. Das ist eine echt schöne Sache. Kommen wir hier zu Flex. Hier ist es so, dass das Ansetzen an der Decke deutlich besser funktioniert hat, weil, ihr seht hier, ja, es ist sehr flexibel, wir setzen das an, ja, und ihr seht jetzt hier schon, ja, das macht schon etwa so diese Bewegung, zack, ran, hoch und fertig. Diese Flexibilität macht das Gefühl etwas einfacher zu schleifen. Fanden wir richtig gut. Was wir weniger gut fanden, ist, dass der Lichtring nicht komplett drumherum ist. Auf die Art und Weise hat man schon an einigen Ecken und Kanten gesehen, Mensch, ja, hier wäre es schon schöner gewesen, und dann mussten wir schon eher noch mal so ein bisschen drehen, ein bisschen hier. Das ist nicht so, dass ich sage, das Ding ist blöd, aber man muss zumindest mal manchmal so ein bisschen dran denken, dass man auch noch eine andere Kante mit ausleuchtet. Ja? Also ein bisschen dreht das Gerät dabei. Was wir auch gemerkt haben beim Schleifen ist, dass der Fortschritt langsamer war als bei dem Gerät. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Also wir haben einen etwas langsameren Schleiffortschritt gehabt. Hier ist es so bei dem Gerät, dass wir hier ein relativ hartes Schleifpad haben. Ja? Also das eigentliche Pad ist einfach nur hier diese Art Stoff, wie immer das zusammengehalten wird, und obendrauf die Körnung. Und wir haben hier auch das Pad aber auf der Maschine. Ja, da ist es dran, aber auch ein relativ weiches Pad, aber ich gefühlt ein bisschen härter als hier. Weil die Logik hier ist ein bisschen anders, denn wir haben hier einen sehr harten Untergrund von der Maschine an sich. Ja, hier können wir es sehen. So, das hier ist sehr hart, da passiert gar nichts, aber dafür haben wir hier ein Pad, wo nicht nur der Untergrund da ist, sondern das hier ist auch gefedert, sodass wir hier wirklich so eine Schaumstoffschicht dazwischen haben. Ich habe das Gefühl, dass das ein Tick zu weich war für die Decke, also im Verhältnis, aber ich weiß es nicht genau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was sind eure Erfahrungen hier. Jetzt kommen wir zum Thema Ansaugen, wo es hier bei der Maschine so war, dass sie sich oben angesaugt hat, dadurch vielleicht auch enger dran lag und auch mehr Druck ausgeübt hat. Das kann durchaus sein, war es bei der Maschine so, dass sie deutlich weniger unterstützt hat. Man hat es kaum gemerkt, dass man hier so eine Unterstützung bekommt von dem Gerät. Also ergo, es saugt sich einfach nicht an der Decke fest, so wie das. Und vielleicht macht das schon auch viel aus also nicht nur im Absaugergebnis, sondern auch im Schleifergebnis. Kann ich nicht sagen. Ja? Ich kann euch nur sagen, das, was wir gesehen haben. Aber ganz wichtig, Absaugung. Das ist das, was wir ja gerade auch schon gesagt hatten. Die Absaugung ist absolut genial. Also die Absaugung ist wirklich, wirklich gut. Und ich frage mich immer, wie machen die das? Wie ist das überhaupt möglich? Denn auch hier, das Schleifpapier, ja, wir müssen es jetzt mal so nennen, das guckt hier sogar über diesen Rand drumherum. Trotzdem macht es staubt das nicht und staubt die Bude nicht voll, sondern wir haben ein sehr, sehr gutes Absaugergebnis. Auch hier haben wir unser Tuch. Und jetzt wird es schwierig, muss ich gucken, Seite 1 und Seite 2. Und das Problem ist, die sehen beide gleich aus. Ja? Also da ist kein Unterschied, weil es kam nichts raus. Wir haben es ausprobiert, wir haben es da drauf rumgemacht und es ist nichts. Ja? Da siehst du, wie gut dieses Gerät absaugt. Das ist schon echt der Hammer. Also wirklich krass.
Schauen wir uns jetzt noch mal das Thema Sauger an. Ja, beide Sauger übrigens sind absolut geniale Geräte. Aber hier ist es so, dass wir hier eine L-Box hier oben drauf haben. Da können wir zum Beispiel Schleifpapier reintun, Zubehör reintun. Aber wir haben hier nicht diese Riffelung, wie wir auf der anderen Seite haben, dass wir das Gerät jetzt hier einhaken können. Wir können das hier durchaus abstellen. Ja, aber es hatte keinen Punkt, wo es hin soll. Wir können das Gerät hier auch oben drauf legen. Auch das funktioniert. Ja, also das hält hier auch drauf, das ist gar kein Problem. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt besser, schlechter? Ja, ihr wisst, was ich meine. Am Ende des Tages ist jetzt die Frage, was ist denn jetzt aber das bessere Gerät? Wir stellen es mal ruhig hier ab. Welches Gerät findest du besser und welches Gerät finde ich vielleicht auch besser? Und ich muss sagen, das ist richtig schwer zu beantworten. Das ist wirklich, wirklich schwer zu beantworten. Wir sehen hier Folgendes. Wir haben hier ein leichteres Gerät, was per se deutlich leichter ist und dadurch, dass es flexibler ist und alles so ein bisschen auf dieses leicht ausgebaut ist, kannst du es sehr schön an der Decke handeln. Die 1,5 Kilo merkst du extrem, also wirklich extrem. Wohingegen du hier natürlich durch das Unterstützen nochmal eine andere Kraft hast. Jetzt ist die Frage, was magst du auch lieber, was fühlst du mehr? Das ist gar nicht so leicht. Ja? Das Absaugergebnis muss man nochmal ganz klar sagen, hier haben wir ein gebrauchtes Gerät gehabt. Als wir es hier zu uns bekommen haben, war es auch vorher hart im Einsatz. Das heißt also, wenn hier ein bisschen was rausgekommen ist, dann lag es daran, das hier ist ein Neugerät, womit wir nur ein bisschen an der Decke geschliffen haben. Das hier ist ein gebrauchtes Gerät, was richtig im Einsatz war. Es kann also sein, dass die paar bisschen, die wir hier raustopfen konnten, entsprechend von der Vornutzung war oder dass es nicht so perfekt sauber war wie das andere Gerät. Rein von Nutzen her ist es so, dass beide absolut das machen, was du willst, nämlich an der Decke schleifen und an der Decke so schleifen, dass es ein gutes Ergebnis ist, dass du einen guten Fortschritt hast, dass du ein gutes Absaugergebnis hast, nicht alles rieselt auf dich nach unten. Deswegen ist das mega schwer zu sagen, was für dich besser ist. Wenn es für dich relevant ist, dass du es hier auseinanderbaust, dass du es auch kleiner und größer machen kannst, dann wäre das vielleicht eher dein Gerät. Wenn wir um Preis-Leistung jetzt uns unterhalten wollen, dann ist das hier natürlich ganz klar dein Gerät. Ja? Und ich glaube, am Ende ist die Frage einfach, was findest du besser vom Gefühl oder vielleicht auch, welches Gerät fühlst du eher? Und jetzt seid ihr gefragt, schreibt unten in die Kommentare, welches Gerät findet ihr denn eigentlich besser und sollen wir noch mal einen richtigen Hardcore-Test machen. Andere Schleifmittel hier drauf, hier andere Schleifmittel drauf, größere Fläche, würde mich super interessieren. Hätte ich schon Lust drauf, aber nur, wenn ihr das auch so wollt. Dementsprechend runter in die Kommentare, liked andere Kommentare oder schreibt gerne eure Erfahrung auch mit den Geräten mit rein. Wenn ihr die Geräte euch nochmal anschauen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer den ehrlichen Preisvergleich und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.